Hallo meine Lieben, heute im Adventskalender von mir vom Stickherz war ein kleiner Otter drinne und ich musste da ein bisschen überlegen, was ich damit anstelle, aber ich glaube, ich habe eine Idee gefunden. Was das genau ist, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Beim heutigen Motiv im Adventskalender, dem kleinen Otter, dachte ich natürlich an Wasser. Und ich dachte, was eine coole Idee wäre, ist so ein Gutschein quasi für einen Eintritt oder für einen Tag im Aquapark. Oder Wassererlebnispark oder wie auch immer. Also eben irgendetwas, was mit Wasser zu tun hat, sagen wir es mal so, wo man Badesachen braucht. Und es gibt ja diese Turnbeutel, ich habe die von Yasando, ich kann euch für Deutschland und Österreich, kann ich euch nicht sagen, wo es die gibt. Ich habe die von Yasando und die sind extra auch für die Sublimation gemacht. Das heißt, das Material ist aus einem Stoff, auf den man sublimieren kann. Und ich dachte mir, ich mache hier den Otter drauf, plus noch einen kleinen Spruch drunter. Muss ich mal so ein bisschen gucken, wie viel Platz ich denn dafür verwende, weil das Thema ist, wenn da was drin ist, dann wölbt sich der ja so ein bisschen, deshalb gehe ich nicht bis ganz raus. Das heißt, ich würde hier 19 cm von der Breite her gehen und in der Höhe also Maximum 23. Geht einfach darum, dass ich mal das Maximum sehe und ich dann das Design entsprechend anpassen kann. Und ich werde das Ganze wie oft auf Canva vorbereiten. Ihr fragt euch vielleicht, warum mache ich das nicht auf der App von oder im Programm von Sawgrass, aber das ist genau der Punkt, weil ich designe halt viele Sachen oder bereite viele Sachen auf dem iPad vor. Das geht für mich einfacher, deshalb verwende ich da Canva und ich habe da auch ein Abo, aber ihr kommt auch mit der Gratis-Version schon relativ weit und ich kann da halt einfach maskieren und hat sehr viele Sachen drin machen, sagen wir es mal so. Das Einzige, was halt dann ist, dass ich das auf meinen Mac, also ich muss es als Bild speichern und dann auf meinen Mac quasi von da aus dann ausdrucken, weil ich natürlich den Drucker nicht direkt vom iPad ansteuern kann. Aber das ist völlig okay für mich. Es geht einfach darum, dass ich das Design so ein bisschen vorbereiten kann. Und genau das machen wir auch kurz. Ich habe hier einfach eine A4-Seite genommen und das Design auch schon vorbereitet. Das Bild habe ich hier über Fotoalbum reingeholt. Ich kann da gerade nicht drauf drücken, weil es immer noch Sachen drin hat, die ihr nicht sehen dürft, im Moment noch. Und ja, das ist einerseits das Bild. Und dann habe ich im Moment meine zwei Lieblingsschriften verwendet. Das eine ist Shadow Script, das ist hier diese Schrift. Und das andere, mal gucken, ob ich es erwische. Gerade so ein bisschen nahe beieinander. Hier haben wir es. Amatic SC, das ist die zweite Schrift. Und die habe ich dann einfach hier reingenommen. Da könnt ihr hier über Textfeld hinzufügen, könnt ihr einen Text reinnehmen und wenn ihr den dann habt, dann könnt ihr hier das Ganze auch bearbeiten mit Schriftart, Größe, Farbe, was auch immer ihr machen wollt. Ich werde hier komplett in Schwarz bleiben, finde ich eigentlich am coolsten, weil die Kordel plus unten die Ecken schwarz sind, passt das für mich eigentlich wunderbar. Jetzt hatten wir gesagt, maximal 19 cm von der Breite, maximal 23 von der Höhe. Muss ich hier kurz das nochmal versuchen auszuwählen. Hier mehrere auswählen, dann nehme ich das noch dazu, das noch dazu. Und gehe auf Position. Nee, fertig zuerst, jetzt Position. Das geht so gerade nicht. Moment, dann machen wir es einfach ein bisschen anders.
Das heißt, ich füge über die Elemente eine Form ein, sage der Position, das soll von der Größe her die Breite 19 cm und die Höhe 23 cm. Ach so, ist jetzt auch gut, ne? Ich habe die A5-Seite. Gut. So, ich habe das kurz nachgebaut, weil ihr seht, ne, wenn ich zum Beispiel hier den Schriftzug angucke, wenn ich nur ein Bild reinhole und das vergrößere, dann sieht man dann, dass das pixelig wird. Und wenn ich den Originaltext habe, ist es halt einfach nicht so. Von dem her hat das durchaus Sinn gemacht, das kurz nachzubilden. Am besten, ne, ihr müsst das alles natürlich nicht machen, wenn ihr gleich mit dem richtigen Format startet, nämlich mit einer A4-Seite. So, jetzt können wir das hier löschen. Das hier. So passt es für mich. Das heißt, ich lade das Ganze hier kurz als Bild runter und mache das dann, also ich verwende dann einen Laptop, um das kurz auszudrucken. Und für Sublimieren müsst ihr natürlich dran denken, dass ihr das spiegelt. So, ich habe das ausgedruckt und was ich hier jeweils mache, ist circa in der Mitte einfach mit dem Geodreieck gucken, dass ich eine horizontale Linie nach unten habe und auch, also eine vertikale Linie, sagen wir es mal so, und dann eine horizontale Linie, weil das hilft mir dann so ein bisschen dabei, dass ich, wenn ich jetzt dann die Kanten abreiße, das trotzdem gut platzieren kann. Weil bei so Sachen hilft es, wenn man die Kanten abreißt, dann hat man weniger die Gefahr, dass man dann auf dem Element, wo man das drauf presst, harte Kanten hat. Natürlich vorsichtig, damit ihr hier nur das Papier ringsherum und nicht das Motiv abreißt. Und dann gucke ich noch kurz auf der Seite von Yasando, wo ich eben die Tasche gekauft habe, wie ich die verpressen muss. Und die sagen 180 bis 190 Grad, 80 bis 120 Sekunden. Ich gehe da, glaube ich, gerade 190 Grad für 120 Sekunden. Sie sagen auch, Ausgleichskissen ist nicht schlecht, wenn man zum Beispiel eine Hebelpresse verwendet, und dass ihr natürlich darauf guckt, dass ihr hier, also dieses Kunstleder und die Kordel, da sollte natürlich keine Hitze drauf kommen. Aber da ich hier im mittleren Bereich bin, sollte das bei mir, oder sollte ich das sicher sein. Jetzt bereite ich kurz alles vor, dass ich das pressen kann. So, die Presse ist schon mal am Aufwärmen. Dann muss ich hier natürlich gucken, dass da keine Fussel drauf sind, weil was passieren kann, wenn ihr Fussel habt und mit der Temperatur dann drauf presst, kann es sein, dass ihr dann so grüne Flecken bekommt, die ihr auch nicht wieder rauskriegt. Die sind dann drin. Von dem her immer zuerst Sachen abrollen. Dann, was ich hier auch gleich mache, während die im Aufwärmen ist, presse ich das kurz so ein bisschen, um die Restfeuchtigkeit rauszubekommen und das auch so ein bisschen zu gucken, dass da keine Falten drin sind. Und eben ich achte natürlich darauf, dass ich nicht ans Kunstleder komme oder an die Kordel. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? Jetzt mache ich hier ein Stück Backtrennpapier in die Tasche rein, damit da dann nichts quasi auf die Rückseite durchgeht.
Achte einfach darauf, dass im mittleren Bereich, da wo ich presse, dass das schön abgedeckt ist. Dann kommt hier mein Element drauf. Ich würde sagen, so passt das. Jetzt helfen mir eben auch die Linien. Und dann mache ich das mit hitzeresistenten Klebeband fest. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Und wenn dann die Hitzepresse warm ist, respektive, da fehlt noch was, ne? Obendrauf muss natürlich auch noch ein Stück Backtentpapier drauf. Und dann ist die Hitzepresse auch schon warm genug. Ich brauche natürlich eine Hitzepresse, die alles abdeckt und ich das in einmal pressen kann. Und die ist eben eingestellt auf 190 Grad, 120 Sekunden. Also ich gebe die da drauf und dann starten wir den Pressvorgang. Und eben drauf gucken, dass ihr nicht mit dieser Hitze auf die Kordeln kommt oder auf das Kunstleder. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt auf dem Papier, dass ihr den Abdruck seht. Deshalb das Papier auch nie zweimal verwenden, sondern nach einmal verwenden, wegschmeißen. Wenn ihr das jetzt macht, was ich mache, nämlich in einmal, also wenn es noch warm ist, das wegnehmen, dann in einmal wegreißen. Und so habt ihr auch nicht die Gefahr, dass sich das nochmal, weil das Problem ist, wenn das jetzt nochmal zurückfällt und ein bisschen versetzt, dann habt ihr dann wie ein Ghosting, das heißt, es sieht dann aus, als ob es quasi versetzt nochmal gepresst wurde. Sieht nicht schön aus, von dem her da wirklich es möglichst schnell in einmal abziehen und ja nicht wieder zurückfallen lassen. Jetzt können wir das noch abkühlen lassen. Und so haben wir wunderbar unseren süßen kleinen Otter auf der Tasche drauf. Na, hier. Wo geht's zum Planschbecken? Einfach damit ihr da das auch noch von nahem seht. Hat es wirklich super gepresst. Kein Ghosting, nix. Hat wunderbar funktioniert. Und meine Idee ist dann eben hier so ein Badetuch rein, ein Umschlag mit dem Gutschein und dann hat man aber trotzdem eine Tasche, die auch sonst oder die dann natürlich auch sonst verwendet werden kann. Das war die kleine Idee für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen, war auch hilfreich für euch, dass da vielleicht auch noch so ein paar Tipps dabei waren, die ihr noch nicht kanntet. Und ja, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch morgen im nächsten Video wiedersehe. Bis bald!